Hallo, heute sind wir im Aqua-Zoo-Löbbecke-Museum. Im Aqua-Zoo-Löbbecke-Museum hat man schon immer Wert darauf gelegt, sowohl Zoo als auch Museum zu sein. Und daher gibt es auch immer wieder museale Ausstellungen, wie zum Beispiel die aktuelle Ausstellung, die sich mit einem Spannungsfeld beschäftigt und damit eigentlich ziemlich am Puls der Zeit ist. Die Ausstellung Sex und Gender beschäftigt sich nämlich genau mit einem Spannungsfeld, das eben sehr heiß auch diskutiert wird in den Medien. Und wichtig ist hierbei auch mal zu zeigen, was sind eigentlich die Grundlagen von Geschlecht und von Gender oder wie sehen die genauen Definitionen aus. Und daher ist das eine super Gelegenheit, auch mal zu zeigen, wie auch der museale Teil eines Zoos komplett am Puls der Zeit ist. Denn das, was wir hier sehen, wird quasi ganz häufig im Internet, in Foren oder wo auch immer, auch natürlich im Fernsehen, diskutiert, aber meistens wirklich ohne, dass die Leute die Grundlagen verstanden haben. Und daher ist es unglaublich spannend, hier eben diese Grundlagen mal am Modell zu zeigen, an den Fakten, an Studien, die hier zitiert werden. Wo ist dieses Spannungsfeld eigentlich zu verorten? Ist es überhaupt ein sinnvolles Spannungsfeld? Denn das ist natürlich auch die Frage, ob der Gegensatz, den man immer gerne aufmacht, um möglichst polarisierend zu sein, ob der so sinnvoll ist. Die Biologie kennt das Gesetz der allgemeinen bipolaren Zweigeschlechtlichkeit. Was sich kompliziert anhört, ist ganz einfach. Es gibt Männchen und es gibt Weibchen. Definiert werden die beiden Geschlechter durch Gameten. Die Mikrogametenbesitzer werden für gewöhnlich als männlich bezeichnet und die Makrogametenbesitzerinnen dann als weiblich. Somit ist es sehr klar, weil es nur diese zwei Arten von Gameten gibt, dass es auch nur zwei Geschlechter geben kann. Es ist also in Anführungszeichen egal, wie die Chromosomenpaarungen aussehen. Es ist egal, wie die Lebewesen aussehen. Entscheidend für das Geschlecht ist, ob man jetzt Mikrogameten oder Makrogameten hat. Soweit zum biologischen Geschlecht. Nun gibt es natürlich immer noch Geschlechtsidentifikation, so eine Art soziales Geschlecht, also wie man sich quasi selbst identifiziert. Das kann ganz unterschiedlich sein, hat mit dem biologischen Geschlecht nur recht wenig zu tun. Das ist mehr eine Form der Selbstwahrnehmung oder wie man sich selber sieht. Und da ist tatsächlich der Kreativität auch keinerlei Grenze gesetzt. Man kann sich so identifizieren, wie man möchte. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das eigentlich kein Grund für Streit ist. Also nur weil jetzt jemand sich in einer gewissen Art und Weise identifiziert, ändert das nichts am biologischen Geschlecht und umgekehrt. Und somit ist es ganz wichtig zu verstehen, dass auch so etwas wie Twitter an diesem Grundsatz nichts ändert. Also das ist kein drittes Geschlecht oder ein Tier wie etwa eine Hyäne, die männliche Geschlechtsmerkmale als Weibchen imitiert, ändert auch nichts an diesen zwei Geschlechtern, die existieren. Es ist kein neues Geschlecht, sondern es ist nur eine Kombination von entsprechenden Geschlechtern. Wie kann man sich das also ganz einfach merken? Es gibt zwei Geschlechter, aber ein ganzes Kontinuum von Variationen mit und innerhalb dieser beiden Geschlechter.
jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schau doch mal in unsere Playlist vom Aqua Zoolobica Museum.